willkommen in Japan, besser gesagt in Sapporo auf Hokkaido. Bin noch am Flughafen und ja, hinter mir, die Sonne geht gerade so ein bisschen unter. Wunderschön, kalt, es wird richtig kalt, -20. Und wir warten jetzt gerade noch auf noch weitere von der Gruppe und fahren dann gemeinsam ins Hotel. Es geht nach Otaru, einer Hafenstadt im Westen von Hokkaido. Erstes Essen mit einem Teil der Gruppe und sehr leckeres internationales Frühstück gab es im Grand Park Otaru. Durch tief verschneite Landschaften ging es nach Kokusai. Es hatte fast 90 cm in 24 Stunden geschneit. Uns erwartete der fluffigste Powder-Pulverschnee, den ich je erlebt hatte. Wir nannten ihn nur Schnorchelschnee. Die Sicht war eingeschränkt, wie auch die Luft zum Atmen. Kontrastreiche Sicht bekamen wir nur zwischen Bäumen mit ihren störrischen und harten Zweigen. Nicht nur einmal bin ich hängen geblieben und die Hose und Jacke litt stark unter den Kontakten. Wir wurden allerdings durch ein himmlisches Gleiten durch den Pulverschnee mehr als entschädigt. Also ist es nach wie vor dick verschneit und es schneit weiter. Und das ist schön. Wir haben heute den ersten Sonnentag. Total cool. Powder natürlich, es hat ja geschneit gehabt. Hier liegen so circa 3,70 Meter Schnee. Und bestimmt circa 60, 70, 80, 90, manche sagen sogar 90 Zentimeter Pulver in den letzten 24 Stunden. Also kam noch mal ein bisschen was oben drauf. Winter Wonderland. Heute mussten bzw. durften wir durch tief verschneite Landschaften laufen. Die oberen Lifte waren durch den vielen Schnee geschlossen worden, weil die Gondeln und Sessel eingeschneit waren und mit der Unterseite aufgesetzt haben. Dafür kamen wir in Gegenden, wo kaum eine weitere Spur zu finden war. Schnorchelschnee, der das Atmen manchmal etwas schwer gemacht hat. Till hinter mir ließ es auch so richtig krachen. Abends hieß es Vorräte wieder auffüllen und Energie tanken für den nächsten Tag. Beheizte Gehwege und pulverigster Schnee, der in der Luft zerstaubt. Heute ging es per Bahn und zu Fuß nochmal in das gleiche Gebiet, Kiro, da die oberen Lifte nun aufgemacht hatten.
Bei dem schönen Wetter konnte man bis ans Meer gucken. Und es war nach wie vor bitterkalt, minus 10 bis minus 20 Grad. Nach einem weiteren Tag mit vielen Höhenmetern gab es abends Yakiniku, gegrilltes Fleisch. Vielleicht einer der imposantesten Tage meines Skilebens brach an. Wir sind auf den Mount Yotai gestiegen, 1600 Meter hoch. Bis zum Kraterrand hoch ging es. Und von oben hat man wahnsinnige Blicke gehabt über das gesamte Land. Zum Beispiel nach Niseko, einem der bekanntesten Skigebiete Japans, Nordjapans, auf der Insel Hokkaido. Sogar die Sonne hatte einen Halo und strahlte mit uns um die Wette. Ja. Die Abfahrt war dafür ein besonderer Genuss. Auf der Südflanke des Vulkans ging es 1600 Meter lang im Pulverschnee herunter. Weiter unten konnten wir etwas Wald baden und dann ging es in schnellen Schwüngen zurück zum Auto. Ein Traumtag. In Kokusai ging es erst per Lift hoch und dann anschließend zu Fuß und Skier weiter in die wilde Landschaft. Im Hintergrund mal wieder das Meer. Wieder kaum Spuren.
Und so surften wir in unberührten Pulverschnee hinunter. Aber wie man sieht, das Wetter ändert sich sehr schnell. Diesmal ist es wieder leicht bewölkt. Nach einem weiteren Powdertag ging es weiter Richtung Norden. Und bei diversen Stopps sieht man die Automatenvielfalt von Japan. Inzwischen sind wir in Fukagawa. Nach Sapporo, Otaru mit Kiroro und Kokasai sind wir nun nach Fukagawa gefahren. Anschließend geht es weiter nach Furano und dann zurück nach Sapporo. Diesmal gibt es eine Mischung aus japanischem und französischem Frühstück. Hier mal die ganze Gruppe. Till, Manfred, die Kati, Kofi oder auch Alex, Mathe und ich. Nach weiteren Aufstiegen durch traumhafte Wälder tat sich auf einmal ein schöner, breiter, fast unverspurter Hang vor uns auf, mit kleinen Schanzen. Und wir genossen es in vollen Zügen und tobten uns aus. Till vorneweg nutzte jede Gelegenheit zu fliegen, ich mit der Kamera hinterher. Und wir ließen es uns nicht nehmen, ein zweites Mal schnell Schrittes hinaufzueilen, um das Ganze nochmal zu genießen. Zwischendurch zeigte uns Mathe die Verwendung des Notzeltes oder auch Biwakzelt. Kleines Loch für die Füße ausheben, damit man sich bequem hinsetzen kann. Ringsrum die Rucksäcke drapieren, sich draufsetzen und dann das Zelt über sich ziehen. Und schon ist es kuschelig warm. Prost und Cheers! Ein Tag mit zwei Gesichtern. Morgens Gondel stehen und bei minus 20 Grad in eisigen Winden nicht sehend durch die Gegend fahren. Und nur super wenig Powder, der nicht im Verhältnis stand zu den Wartezeiten und schlechtem Wetter im oberen Bereich.
Dafür ging es nachmittags an einen kleinen und feinen Spot, wo außer uns kein Mensch war. Klar mussten wir laufen, aber dafür hatten wir ein super Powder. Kleine Berührung mit großer Wirkung, einmal Schnee schlucken bitte. Am Ausgangspunkt unserer heutigen Tour stand ein Kaffeewagen. Das ließen wir uns natürlich nicht nehmen. Ab da ging es hoch und auch wieder runter bis zum Onsen. Am Gipfel empfing uns grausiges Wetter mit starken Winden, extremer Kälte. Und wir nutzten die Wärme des Biwakzeltes, um uns umzuziehen. Heute erwartete uns ein ganz besonderes Erlebnis. Wir mussten ganze 10 Mal Bäche überqueren. Die waren nicht zugefroren, aufgrund von warmen Wassertemperaturen, warm ist relativ, die aus Thermalquellen gespeist wurden und somit nicht zufroren. Die tief verschneite Landschaft war auch hier wieder ein Traum, allein fürs Auge. Aber auch die mehr als 40 Grad steilen Abfahrten haben es in sich gehabt und machten richtig Laune.
Der letzte Skitag brach an und Anfang des Tages sah das Wetter noch richtig, richtig cool aus. Leider sollte sich das schnell ändern. Kleine Wäsche am Morgen, Anschnallen am Onsen und auf wie geht's. Und es zog auch leider schon wieder zu, so dass wir im oberen Bereich nichts gesehen haben und uns bitterkalt war. Ein Tick weiter unten ging es aber schon wieder richtig gut. Sicht war okay, Pulverschnee sowieso und wie geht's zwischen den Bäumen durch. Die letzte Nacht verbrachten wir in Sapporo mit viel Licht und Leben. Mit Eisskulpturen, viel Schnee und der bekannten Ramen-Alley. Wir suchten uns allerdings ein anderes Restaurant und ließen die letzten 11 Tage Revue passieren. Was für ein grandioser Urlaub. Japan hatte uns alle total fasziniert. Die Kultur, das Essen, die Menschen und der unfassbare pulvrige Schnee. Zum Abschluss gab's sehr leckeren japanischen Whisky. Kanpai.